Willst du eine Birne? Nein, danke, ich habe nicht Hunger. Du meinst, ich habe keinen Hunger. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute zeige ich dir ein Thema, das du in fast jedem Satz in irgendeiner Form finden kannst. Negationen. Was bedeutet Negation? Irgendeine Information im Satz ist negativ und diese kann verschiedene Formen haben. Die bekanntesten sind wahrscheinlich nicht und kein. Aber was ist mit Begriffen wie niemand, nirgendwo oder nichts? Und was ist mit weder noch? Du siehst, es gibt einen Haufen Möglichkeiten, etwas negativ darzustellen. Und das heißt nicht, dass es schlecht ist. Zum Beispiel, wenn jemand nicht krank ist, dann ist das ja gut, oder? Es geht in diesem Video aber nicht nur um die Bedeutung, sondern auch um den Satzbau. Wusstest du, dass es Regeln dafür gibt, wo das Wort nicht im Satz steht? Die lernst du heute. Und natürlich auch, wann man nicht und wann man kein benutzt, denn die haben im Prinzip die gleiche Bedeutung, aber eine andere Grammatik. Wenn du noch mehr lernen möchtest, hol dir meine kostenlosen Materialien zum Download. Der Link ist in der Beschreibung unter dem Video. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Und wir starten mit dem Wort kein. Schau dir das mal genauer an. Es sieht aus wie ein, nur mit einem K davor. Es ist also ein Artikel, und zwar ein Negativartikel. Und wann braucht man Artikel? Vor Nomen, sonst nicht. Also, ich habe keinen Job, kein Geld, keine Freunde. Alles ziemlich negativ. Da kein ein Artikel ist, muss man ihn natürlich deklinieren. Er braucht also verschiedene Endungen im Akkusativ, Dativ und Genitiv sowie Singular und Plural. Vielleicht fragst du dich nach dem Wort keins bzw. keines oder keiner. Ja, die gehören auch zur Familie der Negationen, sind aber keine Artikel, sondern Pronomen. Schauen wir uns mal keins an. Willst du ein Eis? Nein, ich will keins. Danke. Heißt, ich will kein Eis. Welches dieser Bücher hast du schon gelesen? Keins heißt, ich habe kein Buch davon gelesen. Also genau wie eins sagt man keins, wenn es 0 sind und nicht 1. Ist das logisch? Was ist mit keiner? Gleiche Bedeutung, andere Grammatik. Welcher dieser Romane gefällt dir? Keiner. Kein Roman gefällt mir. Keiner hat als Synonym niemand, wenn es sich um eine Person handelt. Darauf gehe ich gleich noch ein. Wir schauen uns als nächstes den Begriff nicht an. Und das Interessante ist nicht nur, wann man es benutzt, sondern wo im Satz es stehen muss. Da passieren nämlich viele Fehler. Zunächst einmal benutzt man nicht für alle Begriffe, die kein Nomen sind. Also, ich kann nicht schwimmen. Hier gehört nicht zum Prädikat schwimmen können. Die Miete ist nicht hoch. Hier bezieht sich nicht auf das Adjektiv bzw. Adverb hoch. Da nicht und kein im Prinzip die gleiche Bedeutung haben, kann man sie synonym benutzen, wenn man auf die richtige Grammatik achtet. Hast du die Klingel gehört? Nein, ich habe die Klingel nicht gehört. Heißt, nein, ich habe keine Klingel gehört. Hier muss man allerdings aufpassen, denn die Bedeutung ist nicht immer gleich. Wenn du sagst, ich mag den Film nicht, heißt das, dass du diesen einen Film nicht magst. Wenn du aber sagst, ich mag keine Filme, heißt das, dass du 0 Filme magst,
Dir gefallen Filme also allgemein nicht. Aber wo im Satz steht denn nicht? Dafür gibt es Regeln und ich bin mir fast sicher, dass die meisten von euch diese Regel noch nicht kennen. Um die Position von nicht ganz deutlich zu machen, brauchen wir eine Satzbautabelle. Wenn du diese noch nicht kennst, empfehle ich dir mein Video zum Thema Satzbau. Ansonsten schau einfach weiter, sie ist ganz einfach. Und jetzt pass auf, nicht hat immer die gleiche Position im Satz. Es sind die anderen Satzteile, die eine andere Position haben oder gar nicht im Satz vorkommen. Hä? Schau mal. Ich kenne diese Serie nicht. Mein Sohn kann nicht schwimmen. Er fährt nicht nach München. Sie interessiert sich nicht für Fußball. Ich mache diesen Job nicht gerne. Sie hat seit Jahren nicht bei ihrer Oma gegessen. Was fällt dir auf? Wenn du die Tabelle anschaust, steht nicht immer an der gleichen Stelle, oder? Die restlichen Informationen im Satz stehen sozusagen um nicht herum. Generell kann man sagen, dass nicht hinter dem Akkusativ- und Dativobjekt steht, aber vor Präpositionalobjekten und Adverbialen. Das ist eigentlich schon der ganze Trick. Natürlich kommt es immer auf den Satz und den Kontext an. Hin und wieder findet man natürlich auch andere Varianten. Du als Deutschlerner solltest dich beim Sprechen und Schreiben an diese Regeln halten, weil du so Fehler vermeidest. Es gibt aber eine Sache, die du wissen musst. Wenn du zum Beispiel sagen möchtest, dass du nicht gerne Alkohol trinkst, sondern lieber Kaffee, dann kann sich die Position von nicht ändern. Schau mal, was beim ersten Satz passieren kann. Ich kenne nicht diese Serie, aber ich kenne eine andere Serie. Ich mache nicht diesen Job gerne, sondern einen anderen. Wie gesagt, das geht nur, wenn du einen Vergleich mit einer anderen Sache machst. Zum Abschluss schauen wir uns noch einige weitere Negationswörter an, die du bestimmt auch schon kennst, aber bei uns sagt man, doppelt hält besser. Es ist 11 Uhr morgens. Hast du schon zu Mittag gegessen? Nein, ich habe noch nicht zu Mittag gegessen. Das mache ich erst um 13 Uhr. Heißt, ich habe noch kein Mittagessen gehabt. Du bist schon 19. Hast du keinen Führerschein? Nein, ich habe noch keinen Führerschein gemacht, aber ich fange bald damit an. Heißt, ich habe den Führerschein noch nicht gemacht. Was ist mit deinem Freund? Wir sind nicht mehr zusammen. Wir haben uns kürzlich getrennt. Heißt, ich habe keinen festen Freund mehr. Willst du noch etwas essen? Nein, danke. Ich habe keinen Hunger mehr. Ich bin total satt. Heißt, ich möchte nichts mehr essen. Willst du ins Kino oder lieber etwas essen? Ich will weder ins Kino noch etwas essen. Das heißt, ich will beides nicht. Weder noch ist eine Doppelkonjunktion. Weiter geht's. Das Gegenteil von alles ist nichts. Draußen ist es sehr dunkel. Ich kann nicht sehen. Was machst du heute Abend? Nichts. Wahrscheinlich nur faul auf der Couch liegen. Das Gegenteil von jemand ist niemand. Ich habe mehrmals an der Tür geklingelt, aber niemand hat aufgemacht. Niemand kam auf meine Party, obwohl ich viele Freunde eingeladen hatte. Erinnerst du dich an keiner vom Anfang des Videos? Du kannst genauso sagen, keiner hat aufgemacht und keiner kam auf meine Party. Das Gegenteil von überall ist nirgendwo oder nirgends. Seit Tagen suche ich meine Schlüssel, aber ich kann sie nirgendwo finden. Popstars sind so bekannt, dass sie nirgendwo alleine hingehen können. Jeder erkennt sie auf der Straße.
Und zu guter Letzt, das Gegenteil von immer ist nie oder niemals. Hattest du früher gute Noten in der Schule? Nein, ich hatte nie gute Noten. Meine Noten waren immer schlecht. Ich würde niemals absichtlich einen Menschen oder ein Tier verletzen. Niemals klingt oft ein bisschen stärker als nie. Hast du schon gehört, dass Petra schwanger ist? Oh, niemals! Das heißt, die Person glaubt nicht, dass sie schwanger ist. Man kann es als eine Kurzform von niemals ist das wahr verstehen. Ja, das sind die Negationen und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Wenn es dir gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal und folg mir auch auf Instagram und auf TikTok. Dann lernst du noch schneller Deutsch. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.